Hallo, liebe Leute da draußen. Ich bin's wieder, euer Dave und heute mit dem Airbrush Tutorial Farben 2.0. Und warum 2.0? Ganz einfach. Ich habe ja schon hier ein Farbtutorial-Video gemacht. Auf dem Video gehe ich schon eigentlich in relativ viele Sachen ein. Da zeige ich auch mehr. Heute spreche ich noch mehr. Heute gehen wir nicht an den Maltisch. Das hier ist einfach noch ergänzend zu dem ersten Teil. Ich zeige euch mal, welches ich da meine mit dem Thumbnail und dann seht ihr das. Also wenn ihr bei dem Teil hier einsteigt, schaut euch am besten das Video noch vorab an. Das geht, glaube ich, nur 12 Minuten oder so. Und dann könnt ihr das hier noch angucken und dann habt ihr die volle Bandbreite, was das Farbenspektrum hier angeht, was ich euch sagen kann über die Farben und dann seid ihr da voll aufgeklärt und habt eigentlich das größtmögliche Wissen, was man dazu haben kann. Ich hoffe, dass ich soweit die ganzen Fragen nämlich ausmerzen kann. Und mir ist nämlich aufgefallen, ein paar Sachen wollte ich einfach nochmal ansprechen. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Im ersten Video habe ich auch nicht alle Farbtypen abgedeckt und deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach. Und zwar fangen wir wieder nochmal mit der Standardfarbe an von der Firma Schminke. Also wir machen hier die Schminkefarben nur so zur Info, weil ich die andere Farben bis jetzt noch nicht groß benutzt habe und dazu natürlich auch nichts sagen kann. Deswegen hier rein die Schminkefarben. Aber wir schauen uns jetzt nochmal die Standardfarben von der Schminke an. Das sind die Basisfarben, die opaken, und da kommen wir schon zu dem ersten Ding, die opaken sind die deckenden Töne. Da können wir uns die mal anschauen. Das sind wirklich die Standardtöne, also wirklich die immer deckend sind. Also die haben eine hohe Pigmentierung und die funktionieren ganz gut. Die benutze ich immer, hier zum Beispiel das Schwarz und das Weiß benutze ich zum Beispiel immer für meine Videos. Damit lege ich immer Schwarz und Weiß vor. Also das sind immer diese opaken, deckenden Töne. Und die gibt es natürlich in allen Farbvarianten. Also das gibt es von Gelb bis Rot bis Violett, gibt es da alle Töne. Also wenn ihr lieber gleich mit solchen Farben malen wollt und nachher nicht, so wie ich das gerne mache, mit dem Einfärben, könnt ihr natürlich auch gleich mit den ganzen Basistönen arbeiten. Also das ist natürlich kein Problem. Und wie gesagt, das sollte man einfach nur wissen. Die opaken Töne sind die deckenden Töne und die lassen sich untereinander auch belieblos schon wieder hier so ein Zungenbrecher rein. Die lassen sich untereinander ganz gut mischen. Also die ganzen opaken Sachen, die lassen sich natürlich untereinander mischen. Dann könnt ihr euch natürlich am Anfang auch eher ein Basisset rauslassen mit allen Grundtönen. Aus denen könnt ihr ja schon relativ viel rausmischen. Wenn man sich da mal den Farbkreis anguckt, könnt ihr da viel machen. Mache ich übrigens auch ganz gerne mit den Transparenten. Ich mische die immer meistens noch auf der Fläche oder davor, da ich, wenn ich die Töne nicht so, die Farben nicht so haben möchte, wie sie manchmal vorgefertigt sind, mische ich die ganz gerne nochmal selber. Und mischen, mischen, mischen. Und schön das Handgelenk nach rechts streifen lassen. Und mischen. Und mit links das gleiche. Mischen, 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 mischen. Und ja, das ist eigentlich schon alles da, was man dazu sagen kann. Also die Farben lassen sich auch alle verdünnen. Ich verdünne sie immer. Gerade die opaken Deckenden, die verdünne ich immer. Ich nehme in der Regel so 6, 7 Tropfen von den deckenden Farben und dann 2 bis 3 Tropfen Wasser, damit die ein bisschen gängiger sind und leichter durch die Gun gehen, ein bisschen transparenter werden, was ja eigentlich, wo sich dann der eine oder andere denkt, so, what? Aber ja, ich mache das natürlich, um nicht gleich so eine starke Intensität zu haben bei den Bildern. Da habe ich viel mehr Spielraum, noch ein bisschen mehr Farbe geben zu können. Also lieber ein bisschen mehr, ich arbeite lieber mehrschichtig als gleich zu stark deckend. Und genau, das wären die opaken. Dann kommen wir zu den transparenten. Ein Vollidiot. Translucent heißt nicht mal unsichtbar. Das bedeutet halbtransparent. Und hier ist natürlich schon zu den lasierenden Transparenten. Da ist natürlich schon ein ganz gravierender Unterschied zu den opaken Deckenden von gerade eben, weil die Transparenten eben nicht deckende Töne sind, sondern nur lasierende Töne. Das bedeutet einfach schlicht und ergreifend, dass wenn man mit den Farben über was drüber sprüht, dann werden die halt einfach eingefärbt, die Sachen, aber nicht abgedeckt. Und das ist eigentlich ein ganz essentieller Teil bei den Transparenten. Und das mache ich ganz gerne bei sehr vielen Videos, das seht ihr oft, dass ich die erst schwarz-weiß mache und dann einfärbe. Ich finde das so rum für mich irgendwie
Ich habe das schon von Anfang an relativ viel so gemacht, weil ich am Anfang viel rumprobiert habe als Anfänger und viel eingefärbt habe, immer so. Hat sich das bei mir so etabliert. Ich könnte natürlich auch Bilder komplett mit deckenden Tönen machen, aber mittlerweile mache ich das tatsächlich mit den transparenten fast schon lieber. Äh, Wenn ich natürlich deckend, ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viele deckende Töne hier, das muss man auch sagen. Ich glaube nur noch ein Gelb und ein Rot. Aber wenn ich das sehe, dass es Sinn macht, die zu benutzen, dann nehme ich natürlich auch deckende Töne, weil dann mir die Arbeit zu machen, was einzufärben und erst schwarz-weiß zu machen, ist auch unsinnig, macht auch nicht immer Sinn. Deswegen, man muss immer schauen, was möchte man machen, wo möchte man hin, was für eine Anwendung habe ich. Also das muss man natürlich immer mit berücksichtigen, aber gerade bei so Illustrationen finde ich es für mich immer ganz schlüssiger, weil ich da einfach noch ein bisschen mehr Spielraum habe. Ist natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand, aber die transparenten Töne sind eben lasierend. Und was ich bei denen ganz spannend finde und ganz cool ist, dass die sich halt auch untereinander mischen lassen, aber dass sie sich natürlich on the fly auf der Oberfläche mischen lassen. Das heißt, wenn ich ein Gelb nehme und das Gelb einfärbe und mir dann denke, boah, scheiße, gefällt mir gar nicht, ich wollte es eigentlich viel grüner haben, dann kann ich entweder ein Blau nehmen und dann da drüber gehen und dann mischt sich das automatisch, weil das Blau jetzt ja auch transparent ist und dann ergibt sich natürlich schon aus Gelb und Blau ein Grün. Und da hat man dann viel Farbvarianz, viel Spielraum und das finde ich richtig, richtig geil an der Geschichte. Deswegen finde ich die lasierenden eigentlich so cool. Also die Töne mag ich auch richtig gerne. Verdünne ich in der Regel nicht. Die benutze ich immer so, wie sie rauskommen. Zum Einfärben, die Sachen verdünne ich eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich die verdünne, dann sehen die nicht mehr so schön aus. Vielleicht wird da die Farbe dann zu sehr ausgebleicht oder keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Aber wie gesagt, die verdünne ich in der Regel nicht. Die lasse ich immer so, wie sie sind. Und ja, da verdünne ich, wie gesagt, immer nur die opaken. Das würde ich euch aber auch empfehlen, die zu verdünnen, weil die einfach besser durch die Pistole gehen und euch einen besseren Dienst leisten, wenn ihr das so macht. Und wie gesagt, die transparenten nicht. Was auch noch wichtig ist, die transparenten Töne und deckenden Töne nicht miteinander mischen. Auch generell die ganze Palette, die wir jetzt hier uns anschauen, immer nur mit demselben, also opake nur mit opaken Tönen mischen, transparente nur mit transparenten, Total Covers nur mit Total Covers. In der Regel, wenn ihr die durcheinander mischt, werden die nicht gut funktionieren. Hat mich eben eine gute Dame angeschrieben, ich habe es beim Skull-Video schon erwähnt, aber die hat deckende Töne und transparente immer gemischt, weil sie das nicht gewusst hat. Und dann hat sie gesagt, das funktioniert ja nicht. Ja, und das kann auch nicht funktionieren, weil das eine natürlich transparente sind und das andere opake. Also die Farben niemals so mischen, sondern immer opake Töne kann man alle miteinander mischen, die transparenten auch. Klar, ich denke, die Total Covers und so könnte man wahrscheinlich auch mixen, aber macht das immer in dem System drin, dann seid ihr da safe und habt keine Probleme. Also wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Faktor. Sollte man einfach mit beachten. Und jetzt habe ich schon die ganze Zeit Total Covers gesagt. Ja, dann sprechen wir doch gerade mal über die. Das ist auch nochmal eine Auskopplung von der Schminke. Das sind dann eben andere Farben. Also die sind ja immer schon gekennzeichnet. Ich blende sie ja eh ein, aber dann seht ihr das einfach. Und die Total Covers, die machen das, was der Name schon sagt. Die covern echt extrem gut ab. Also die haben auch eine hohe Pigmentierung. Und achso, die transparenten auch. Also die Farbbrillanz von den transparenten sind super. Aber die Total Covers hier eben, die decken auch super ab. Die haben bloß so einen eigenen Look. Also die wirken recht matt und so, ich weiß gar nicht Candy-mäßig, aber man kennt es irgendwie so Babyfarben sind die Töne alle so hell und so matt irgendwie. Also das, ich kann ja vielleicht mal kurz die Farbpalette da einblenden von denen. Ist nicht ganz so mein Fall. Ich kann sie nicht so oft einsetzen, aber was ich bei denen interessant finde, dass die halt selbst auf Schwarz halt extrem gut abcovern. Die sehen da fast genauso aus, glaube ich, wie auf weißen Untergründen und das ist natürlich schon recht speziell und cool, dass es das gibt. Also wenn jemand auf so Farbpaletten generell steht, der kann sich die natürlich zunutze machen. Ich habe sie hier und da mal ein bisschen benutzt und bin von der Qualität sehr zufrieden, aber habe jetzt noch nicht so die Einsatzmöglichkeit gefunden. Aber die gibt es natürlich im Sortiment auch. Ich glaube, nicht so viele habe ich jetzt nicht im Kopf, aber im Bild wird es wahrscheinlich schon drin sein, wie viele Farbtöne da sind. Und dann haben wir nämlich schon die deckenden Töne, die transparenten Töne. Wir haben hier
die Total Covers eben. Und dann kommen wir noch zu einer Auskopplung von der Schminke, und zwar die Candies. Und dann wird sich der eine oder andere, der sich mit dem Thema hier schon viel auseinandersetzt, sagen, ja, Candies kenne ich, das sind doch eigentlich transparenten Töne. Oder oft werden sie ja werden die transparenten auch als Candies, gerade im Lackierbereich, glaube ich, viel so benannt. Da wird ja auch viel hier Autos mit irgendwelchen Silber-Effektfarben lackiert, und dann kommen eben die sogenannten Candy-Farben zum Einsatz, und dann werden die Sachen halt eingefärbt in den Dunkelrot oder so, und da gibt es ja diesen coolen Tiefeneffekt. Und die Schminke hat hier auch nochmal separat ein paar Candies, und ich habe mir die immer gedacht, ja, die brauche ich nicht, weil die transparenten habe ich ja, und das sind ja im Endeffekt nur die gleichen. Das ist so nicht ganz korrekt. Und die liebe Schminke hat mir da ja mal einen Satz zugeschickt, was ich immer noch ganz cool finde, danke. Und die benutze ich mittlerweile fast am liebsten, die Töne. Also der hat mir relativ viele geschickt. Das war dann in Braun, das war dann 2 Rottöne, ein Gelbton, ein Blau. Und die Candies finde ich richtig geil. Die haben eine ganz andere Farbbrillanz. Das finde ich extrem gut. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ach, da ploppt noch mein altes, mein altes Logo auf. Nein, aber das finde ich richtig, richtig. Ja, mach du mal weiter dahin. Das finde ich richtig gut. Die haben eine ganz eigene Art. Gerade fürs Feuer finde ich die Candies mega gut. Ich präferiere sie mittlerweile, die Töne, sogar ein bisschen mehr als die Standardtöne, weil ich sie farblich noch ein bisschen brillanter finde. Ich finde sie irgendwie noch ein bisschen, die ballern irgendwie mich noch ein bisschen mehr an. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ich versuche es immer wieder, aber ich verzweifle dran. Aber ich benutze sie wirklich gerne, und ich werde auch noch schauen, dass ich mir die restlichen 2, 3 Töne, die es davon noch gibt, auch noch zu besorgen. Weil gerade in dem Whisky-Tutorial, da habe ich zum Beispiel das Braun benutzt, das Rot. Beim Feuer habe ich die mittlerweile viel benutzt. Ich benutze die eigentlich relativ viel, und meistens mische ich dann auch ganz gerne eben zwischen dem Blau und Gelb mit ein eigenes Grün an und so. Also die sind schon richtig, richtig nice, und kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da mal tiefer in die Materie eintauchen wollt, euch mal so eine Farbe zu besorgen und mal auszuprobieren im Vergleich zu den standardtransparenten Tönen. Da werdet ihr sehen, das ist schon irgendwie ein farblicher, qualitativer Unterschied nochmal. Also mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und dann gibt es nur noch die Effektfarben. Da bin ich letztens auch nicht drauf eingegangen. Und zwar gibt es ja noch das Silber zum Beispiel, das Bronze. Das haben wir zum Beispiel bei dem Flaggen-Tutorial haben wir das eingesetzt. Da habe ich die Flagge unten, die Deutschlandflagge ist ja Gold, und da habe ich das Gold mal echt benutzt und auch gleich auf ein paar Sachen hingewiesen, die da nicht so gut funktioniert haben. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da seht ihr das genauer, aber das gibt es auch noch. Die kann man natürlich auch noch benutzen, so eine Effektfarbe, wenn man eben irgendwie, sag ich mal, einen Motorradtank macht und man will irgendwo einen Kreis golden machen. Dann kann man so eine Effektfarbe zum Beispiel einsetzen und so. Habe ich selber schon ein paar Mal gesehen und auch gemacht. Und ist auch noch eine coole Sache, dass es das gibt, aber ich war, ja, ja, ich glaube, das war schon mein Fehler, weil ich da einfach eine zu dünne Düse hatte. Die Effektfarbe von der Schminke ist sehr dickflüssig, und die ging dann halt irgendwann nicht mehr durch und hat sehr viel verstopft. Deswegen war ich da nicht so happy, aber ich glaube, da habe ich einfach die falsche Gun benutzt. No! God, please, no! 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 Könnt ihr ja, wie gesagt, mal anschauen. Dann seht ihr auch, wie die Effektfarbe so funktioniert. Auf jeden Fall sieht die auch richtig cool aus. Aber ja, man muss einfach wissen, wo man es einsetzt und wo nicht. Und dann haben wir ja eigentlich schon eben relativ viele Farbtypen. Wir haben einmal die deckenden, opaken Töne. Wir haben eben die transparenten Töne. Wir haben die Total Covers. Wir haben die Candies. Und wir haben dann die Effektfarben. Da gibt es ja noch Pearl Effekt und so ein Käse. Also das, was man braucht, kann man da sich rausziehen. Und dann ist das eigentlich nicht schlecht. Ich verdünne, wie gesagt, die Sachen dann immer, also das Opake weiß immer mit Wasser. Also es gibt auch einen Reducer, also einen Verdünner von der Schminke. Habe ich ehrlich gesagt nie benutzt. Ich habe immer normales Wasser genommen. Das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie gut bei euch die Wasserqualität ist. Bei uns hier unten sehr kalkarm und sehr gut. Deswegen hat es bis jetzt, glaube ich, ganz gut hingehauen. Zur Not kauft ihr euch entweder den Reducer, oder wenn ihr das nicht wollt, dann kann ich euch noch destilliertes Wasser empfehlen. Dann habt ihr auch entmineralisiertes Wasser. Dann funktioniert das vielleicht auch noch mal ein Stück weit besser. Dann ist das auch nicht schlecht.
Was ihr nicht machen dürft, auf keinen Fall, das hat mir einer mal geschrieben, ja, er verdünnt die Farben immer mit Glasreiniger. Nein, nicht mit Glasreiniger verdünnen. Damit macht ihr die Farben kaputt. Das funktioniert nicht. Die gehen hier. Also das sind ja wasserbasierte Farben. Wenn ihr da mit Alkohol rangeht, dann sind die am Arsch. Nicht machen. Also nur mit Wasser verdünnen. Die sind ja auf einer Wasserbasis und wenn die Farben, also alle diese Farben, wenn die auftrocknen, dann sind sie wasserfest. Das sollte man vielleicht auch noch wissen. Sie trocknen wasserfest auf, aber nicht lösemittelfest. Also wäre jemand, der viel mit solchen Farben hier jetzt auf einem Auto arbeiten will oder auf Metall oder halt relativ viel in so einer Lackierrichtung oder Motorräder, dann kann ich euch sagen, dann sind die Farben nicht geeignet für euch. Dann müsst ihr echt auf Lösemittelfarben umschwenken, aus einem einzigen Grund, wenn ihr natürlich hier viel airbrushed und viele Metallflächen macht, jeder Lackierer wird es wissen, und ihr arbeitet da dran und dann könnt ihr das Ding nachher nicht mehr entfetten. Wenn ihr da nachher an die Sachen dran fasst, dann habt ihr ein richtiges Problem oder der Lackierer hat ein richtiges Problem. Das merke ich ja selber, weil ich benutze die Farben ja trotzdem, gerade auf dem Auto und so. Es kann mal schnell so ein echtes Problem werden und wenn ihr da viel macht, dann müsst ihr halt auf die Lösemittelfarben umschwenken, weil dann braucht ihr das einfach, dass ihr das danach nochmal entfetten könnt und vorbereiten könnt eben für den Klarlack nachher. Das könnt ihr mit den Schminkefarben eben nicht machen. Wenn ihr das jetzt alles schön bearbeitet und ihr denkt euch geil und jetzt entfette ich das Ganze mal und gehe da mal großzügig rüber, ja, dann werdet ihr sehen, dann ist das Bild mal ratzfatz wieder weg oder komplett zerstört. Das ist also wirklich zu beachten bei den Farben. Wasserbasiert, trocknen wasserfest auf, aber nicht lösemittelfest. Also wir halten fest, wir tun die ganzen Farben nur mit Wasser verdünnen oder mit dem Spezialverdünner oder destilliertem Wasser, je nachdem. Und ihr benutzt keinen Glasreiniger, kein Alkohol, um die zu verdünnen. Also ich benutze den, um die zu reinigen. Vielleicht hat er das auch falsch verstanden. Also ich haue ja mal Glasreiniger in mein Ultraschallgerät rein, um die Farbe ein bisschen wieder anzulösen und so. Das funktioniert gut, aber bloß nicht mit Glasreiniger verdünnen. Weil dann gehen die Farben definitiv kaputt und dann habt ihr halt eine kaputte Farbe in eurem Fließbecher und wundert euch, warum das Bild nicht oder das nicht hinhaut, nicht funktioniert. Also das einfach nochmal wichtig. Und dann haben wir hier, glaube ich, mal den Restbereich noch abgedeckt. Wir haben die opaken, die transparenten, die Total Covers, wir haben die Effektfarben und die Candies. Ihr wisst jetzt, wie ich da vorgehe, was ich da gerne benutze und mache. Die Farben sind eigentlich alle auch vorab schon eingestellt für die Airbrush, wie gesagt. Also wir wissen jetzt, wie man sie verdünnen und wie nicht. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, noch so das Wichtigste einfach. Es war mir nochmal wichtig, euch das schnell noch zu sagen, damit ihr das auch einfach mal noch schwarz auf weiß von mir habt und dann könnt ihr mich ein Lügner nennen, wenn das nicht stimmt. Nein, aber so seid ihr jetzt einfach mit dem ersten Teil komplett abgedeckt. Also schaut euch ruhig den ersten an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Da erkläre ich noch viel mehr, wie man das Ganze auf der Fläche mischt. Da sind wir auch noch am Maltisch und das hier ist noch einfach ergänzend, dass das Ganze, was genau für Gruppen das sind und was der Unterschied war, etc. Damit das jetzt einfach nochmal fertig abgedeckt ist. Und dann hoffe ich, dass euch das Video weiterhilft und dass euch weiterbringt und lasst mir gerne wieder einen Daumen nach oben da und ich höre jetzt hier gleich schnell auf, weil die Fenster sind bei der Temperatur wieder offen und die Kinder schreien draußen rum. Also nicht meine. Nachbarskinder. Und deswegen, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo da, den ganzen Kladderadatsch. Das würde mich auch sehr freuen. Lasst mir auch gerne eure Meinung da. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Airbrushen. Ich bin's, euer Dave. Reingehauen.